Damen und Herren, ich darf vorstellen, den mit Abstand hässlichsten Zug der Welt. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie kann man das auf die Reihe kriegen, die Gleisanlage, die ja auch immer umfangreicher wird, recht kostengünstig zu putzen. Diese Putzloks, die es zu kaufen gibt, sind ja die eine Seite, aber diese kleinen Zusatzgeräte hier unten, die wahrscheinlich jeder kennt, diese kleinen Putzteufel von RGB, die man unter diese Wagen schrauben kann, machen auch ihre Arbeit sehr gut. Und wenn man das Ganze vierfach, also mit 4 Wagen, dann funktioniert die ganze Sache natürlich noch besser. Hat natürlich einen kleinen Haken, man braucht eine recht starke Lokomotive, also diese Shay kriegt das ja ganz gut hin, 4 Stück zu schieben bzw. zu ziehen. Die Zugreihung ist auch Absicht, ne? 2 vorne, 2 hinten. Damit die vorderen Wagen, wenn sie in die Richtung fahren, den Dreck von den Schienen putzen und die Shay ihn nicht abkriegt. Wenn man Transalus so betreibt, natürlich genau das gleiche Spiel. Ne? Auf der anderen Seite des Wagens dementsprechend den Dreck vorher wegschieben, also den Sand, um dann danach zu putzen. Die Wagen sind übrigens alle mit doppeltem Kupplung ausgerüstet, das heißt, die sind sehr gut miteinander verbunden. Shay vorne und hinten, natürlich amerikanische Mittelpufferkupplung. Ja. Die habe ich natürlich versucht auch bei diesen Wagen hier anzubauen. Ja, passt nicht ganz, aber vom Prinzip her ganz gut. Funktionstest. Ich bin mit den 4 Wagen über meine Anlage gefahren und es gab nicht eine Entgleisung. Man muss die Teile natürlich auch ein bisschen beschweren, weil ich habe natürlich da oben in den Wagen drin, sieht man jetzt so nicht, Schrauben reingelegt, damit die Wagen ein bisschen schwerer werden. So ganz stabil durch diese beiden Federbeine da unten sind sie natürlich nicht, aber es funktioniert. Falls nicht, muss man halt noch ein bisschen was mehr hineinpacken, damit es schwerer werden. Hat natürlich die Shay entsprechend mehr zu arbeiten. Doof ist natürlich, dass die Wagen vorne und hinten nicht die Weichen aufschneiden, weil dafür sind sie zu leicht. Die entgleisen also. Das heißt, die Weichen müssen also während der Putzfahrt immer elektrisch geschalten werden. Wenn man hier noch ein bisschen beschwert, ich werde es nachher mal probieren, funktioniert es vielleicht trotzdem. So, nun auf zur Putzfahrt. Mit Gummi. Schauen wir uns das Ganze mal bei Steigungen an. Ja, dann gibt es sicher noch recht Höhe. Alle Bahnübergänge sind natürlich freigeräumt, sodass diese Schleifer keine Probleme verursachen. So, nun haben wir ja hier drüben, also an dieser Stelle, eine relativ starke Steigung. Wollen wir da mal hochfahren und achtet mal auf die Geräusche der Shay. An den Geräuschen kann man erkennen, wie schnell sie fährt. Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt 4 von diesen Putzwagen dran. Also sie zieht sie sauber hoch oder schiebt, zieht und schiebt und es funktioniert. Aber nur noch mit halber Kraft, alles klar. Ist natürlich eine relativ intensive Steigung. Ne? Solche Steigung hat man normalerweise nicht. Aber bei der Waldbahn sind sie ja erlaubt. Und der Putzzug, ja, ich nenne ihn mal meinen Putzi-Zug, funktioniert gut.
dreht durch.